Liebe Lego-Fans, herzlich willkommen in der zweitgrößten Lego-Stadt der Welt nach der unsrigen. Nein, also die dort im Legoland ist schon ein bisschen größer. Wir wollen euch Oh jetzt ja. mal ein paar Eindrücke aus dem Miniland zeigen, welches ja fantastisch ist, möchte ich mal Oh sagen. ja, es war echt ein Wahnsinn. Ah, Gleich mal vorweg, diese Stadt ist um einiges größer gebaut als der Minifigurenmaßstab. Es sind die, ich glaube, die alten Figuren verbaut, die es in den 1960er und 70er Jahren gegeben hat. Und thematisch gibt es hier überall Bereiche, da ist Deutschland dabei, da ist Frankfurt dabei, da ist Amsterdam dabei. Hier sind wir also jetzt in Berlin. Und ja, hier fahren wahrscheinlich gerade die Schiffchen an der Spree. Hier ist auch viel automatisiert, also es fährt alles so alleine herum. Das da drüben ist Venedig, da habe ich dann auch noch im Detail hingefilmt, da sehen wir das schon. ich finde, das ist so cool. Also wenn das bei uns auch möglich wäre, ach, das wäre doch der Wahnsinn, wenn da die Schiffchen um und um fahren und dann haben wir auch noch Autos, LKWs und weiß Gott Und was noch. Züge natürlich. Züge, die herumfahren. So cool. Also wirklich cool. Wobei unsere Züge können ja Und auch. Rita hat sich gerade ein Eis gekauft und Lego ist wieder mal nur zweitrangig, ihr kennt die Geschichte. Ja, hier fahren auch die Gondeln herum So und die cool. Fähren, also das ist wirklich schon ganz nett gemacht hier. Oh ja. Ja, was soll man großartig sagen? Vielleicht ein kleiner Kritikpunkt gleich am Anfang. Man kennt den Lego-Steinen teilweise schon, ja, das Alter an. Naja, gut. Manche sind schon etwas ausgeblichen oder verfärbt, andere sind ein bisschen, ja, fast schon gebrochen an manchen Stellen. Das ist wahrscheinlich durch die extreme Hitze, den Regen und so weiter, den Schnee im Winter. Aber alles in allem sieht das sehr gut aus. Oh ja. Hier, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Es sind auf jeden Fall auch sehr viele kleine Szenen, die hier zum Beispiel das Kaffeehaus, wo sich die Leute treffen, die Szenerie, also mit der Wiese und den Bäumen, das Genau. erinnert fast an eine Märklin-Bahn, die sind ja nicht original aus Lego. Es ist einfach wunderbar integriert. Naja, aber in dem Fall passt es ja, weil es ja draußen ist, die Stadt. Und da finde ich, passt das perfekt auch eben mit dem Wasser. Finde ich das ideal. Und da sieht man einfach, wie Lego in die Welt passt. Da müssen wir, du hast vollkommen recht, unsere Lego-Stadt vielleicht auch noch mit einem echten Wasserkanal ausrüsten. Ui, Da habe ich bis jetzt noch nicht daran gedacht, aber das kann schon noch sein. Ja, hier sind wir in Frankfurt. Das ist der Römer, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist wirklich sehr schön gestaltet, hier auch mit den Wolkenkratzern im Hintergrund. Die Autos sind toll, teilweise fahren die sogar. Hier sollte auch, ja, die Züge waren teilweise nicht in Betrieb, was mir missfallen hat. Also da war ich nicht ganz begeistert. Ich weiß nicht, warum die nicht gefahren sind. ich weiß auch nicht, aber vielleicht, naja gut, bei der Technik, vielleicht manchmal Vielleicht funktionieren hat auch irgendwas, Sachen wieder nicht. ja, nicht funktioniert. Auf jeden Fall, Oh ja, dann diese super Kirche, dieser Dom, der da steht, also den hätte ich am liebsten gleich mitgenommen. Wirklich, also man bekommt viele blöde Ideen. Als Lego-Bauer ist das echt, also man geht da durch und denkt sich, ach, das könnten wir noch machen, das könnten wir noch machen. Ja, es wäre schön. also Aber wir gut. ließen uns auf jeden Fall inspirieren Ja. von den Bildern dort. Da sind wir ein paar Mal durchgeschlendert und haben einfach mal nur geschaut und in die Ecken und Winkeln dieses Layouts ja, hineingeschaut und das alles auf uns wirken lassen. Ja, auch zum Beispiel hier dieses, wenn ihr es gesehen habt, dieses Foto hier an der Wand des Gebäudes. Ja, die Häuser an sich sehen von den Fassaden her total cool aus. Hier sind wir jetzt Sehr. zum Beispiel nochmal in Berlin mit dem Brandenburger Tor. Ja, die Berliner unter euch wissen wahrscheinlich genau, was die Gebäude alle darstellen. Zum Beispiel auch diese Baustelle hier links. Ich weiß nicht, ist das der Flughafen, der neue oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein total cooles Erlebnis, hier durchzugehen. Wir sind Ja. da, ja, wie gesagt, bei jedem Mal, wo wir durchs Legoland durch sind, haben wir einen Abstecher in das Miniland gemacht und haben uns wieder die Stadt oder besser gesagt die Layouts von einer neuen Perspektive angeschaut. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu Ritas Highlight. Oh ja. Warum ist das mein Highlight? Weil hier wirklich normale, also wir haben ja gerade gesehen, sonst sind eher die großen Figuren verbaut gewesen. Aber hier sind wirklich, ach, Hauptsache du machst noch einen Schwenk nach rechts. Ja, ich habe gerade hier die Gedächtniskirche gesehen in Berlin und
Hier fährt zum Beispiel jetzt endlich mal ein Lastwagen. Die Autos und Züge waren zum Teil außer Betrieb, aber hier fährt mal einer. Das wollten wir ja auch mal in unsere Stadt einbauen. So Ja, einen stimmt. Automatismus, wo man ja die Fahrzeuge fahren lassen kann. Mal sehen, ob das noch irgendwann mal Ja, was wird. ich bin gespannt. Aber jetzt zurück Aber zu deiner danke. Allianz Arena. Genau, schau doch mal hier hin. Also, ich finde es so cool, dass hier wirklich die Minifiguren, also die richtigen Minifiguren verbaut sind. Und ich habe zuerst wirklich gerätselt, wie viele Minifiguren sitzen bitte in diesem Stadion. Also war hin und weg. Es ist dann lustigerweise ein Schild hier nebenbei. Also wenn ihr rätseln wollt, habt ihr noch kurz Zeit. Ein Schild, das genau sagt, wie viele Minifiguren hier wirklich drinnen sind. Ihr werdet es kaum glauben. Es ist fantastisch. Hier ist Riesenzahl. gerade eine Fußballpartie, die hier gespielt wird. Ja, Und ja, das Stadion ist zum Bersten voll. Also ja. Und es ist riesig, das Stadion. Und total ausverkauft. ich habe schon Fotos davon gesehen, aber ich wusste nicht, dass es wirklich so riesengroß ist. Und hier die Auflösung: 30.000 Lego Minifans sitzen in der Allianz Arena. Ja, und auch Fans dabei. Also es ist total, Es ist ein Wahnsinn. Legoland-Fans meine ich, das ist total cool gemacht. Also das muss ich sagen, ist auch fast mein absolutes Highlight von diesem Ja. Miniland. Weiß nicht, ob es ist, weil es der Minifiguren-Standard ist oder es gefällt uns einfach total gut. Okay, dann sind wir jetzt hier im hinteren Bereich des Minilandes. Wir sind hier in Holland, wie ihr vielleicht unschwer an den Windmühlen erkennen könnt. Ja, Die mahlen alle Getreide oder so wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und das ist auch total cool angelegt hier mit den ganzen Wasserstraßen. Hier ist eher ein ländlicher Bereich. Wir wollen ja unseren Bauernhof auch noch etwas aufmöbeln. Das heißt, wir haben uns hier ein bisschen Inspiration geholt und ich weiß Genau. nicht, was du da gesehen hast. Da habe ich gerätselt, ob die hier Yoga machen oder Pilates oder sowas. Müssen wir wieder warten, bis sich unsere Kamera scharf stellt. Aber das sieht nach Sieht doch- einer, entweder Kampftruppe aus oder sie Oh, machen Kampftruppe. Yoga. Kann beides sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir hier viele Sehr Boote, cool. die unterwegs sind. Ja. Auch hier diese überdachte Brücke mit dem Turm ist total toll. Also Na, es gibt schon sehr viele Ideen, muss ich sagen. Also wirklich, hier muss man sich Zeit lassen, dass man wirklich sich die Details anschauen kann. Es ist ja wirklich riesig, das Miniland. Ich habe mir das nicht so groß wir sind vorgestellt. ein paar Mal nur davor gestanden und haben einfach mehrere Minuten nur Ja. geschaut. Uns würde interessieren, wir kennen ja beide jetzt nur das Legoland Deutschland, wie diese Miniländer in den anderen Legoland-Parks sind. Da gibt es ja, glaube ich, diverse Auskopplungen auch noch in Dänemark und in England und vielleicht war auch jemand ja von euch schon in Amerika. Das würde uns interessieren, wie das dort aussieht. Ja, vielleicht auch eine Empfehlung, welches wir uns als nächstes anschauen sollten. Zum Wenn Beispiel, man wieder ja. gut reisen kann, vielleicht. Zum Beispiel. Hier sind jetzt auch endlich mal einen Zug fahren. Die waren zum großen Teil außer Betrieb und niemand wusste warum. Aber ja, die Boote und das alles, das sieht natürlich mit dem größeren Maßstab schon sehr realistisch aus. Da kann man einfach relativ viel draus machen. Und ja, es gab dann auch natürlich, wie ihr Rita kennt, wieder mal eine wohlverdiente Pause. Eine kleine Pause mit einem super Wasser aus dem Legoland. Eine Pause mit einem neu gekauften Becher aus dem Shop. Hier gibt es auch einen Vergnügungspark. Oh ja, Der ist zwar relativ schmal und lang, aber hat auch coole Attraktionen. Hier einen Freefall Tower Sehr. und so eine Schiffsschaukel. und es ist einfach cool, weil sich da alles bewegt. Das ist schon mega. Das dreht Und sich über Kopf. sogar. Ui. Wir müssen unseren Vergnügungspark auch noch motorisieren, glaube ich. Das wäre ja alles schon vorbereitet. Da brauchen wir nur noch die Motoren. Ja, Aber auch das Riesenrad hier sieht sehr schön aus. Also wir können wirklich nichts anderes sagen, als dass wir vom Miniland des Legoland Deutschlands begeistert waren. Hier, Ja. das habe ich ein bisschen seltsam gefunden. Ich weiß nicht, wird da gerade was umgebaut? Hier gibt es einen riesen Rangierbahnhof, also so einen Güterbahnhof, wo verladen wird, aber der ist gar nicht an das Streckennetz angebunden. Oder habe ich mich da verschaut? Also ich weiß nicht, da ist das Gleis, ist auf der anderen Seite aus und die Züge können da gar nicht hinfahren. Also nochmal, wenn ihr uns
einen Kommentar schreibt, dass unsere Zuganlage auch nicht perfekt ist, dann haben wir uns das vom Legoland abgeschaut. Hier diese Brücke ist ja mal der Wahnsinn, diese große. Hier wird auch gespielt, am Spielplatz gecampt und hier So gibt es nett. ein Restaurant. Also das war unser Eindruck vom Miniland. Oh ja, es ist wunderbar. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr mal die Möglichkeit habt. Das ist echt ein Wahnsinn, wie viele Eindrücke man bekommt, wie viele blöde Ideen man bekommt. Sehr empfehlenswert, muss ich sagen.